Mein Name ist Muhittin Kemal und ich stelle euch die Kanon vor. Das Wort Kanon kommt aus dem altgriechischen Kanon, was so viel wie Gesetz oder Gesetzmäßigkeit bedeutet. Die Kanon stammt aus dem mesopotamischen Raum, also was wir heute Iran, Irak, Nordsyrien und den östlichen Teil der Türkei kennen. Manche Quellen sagen, dass die Kanon etwa 1900 Jahre vor unserer heutigen Zeitrechnung gefunden oder erfunden wurde. Es gibt auch manche Wikipedia-Seiten, wo man sieht, dass die ersten schriftlichen Überlieferungen circa 1000 Jahre alt, also 1000 bis 1300 Jahre alt sind. Die Kanon wird im gesamten orientalischen Raum verwendet. Allerdings bedeutet heutzutage auch, dass es im Balkan, vom Balkan bis zu den asiatischen Turkstaaten, es durchaus seine Verwendung hat. Hauptsächlich wird sie in Griechenland, Türkei, Iran, Aserbaidschan, Armenien und natürlich in allen arabischsprachigen Ländern verwendet. Die Kanon ist diatonisch gestimmt und ist immer dreichörig gestimmt. Das heißt, man stimmt 3 Saiten immer zum selben Ton. Also und so weiter. Wir spielen die Kanon mit Plektren. Also es sind an Ringe mehr oder weniger dran gesteckte Plektren und wir schlagen die Kanon an. Also wir schlagen die Plektren an den Saiten an. Natürlich zupfen wir sie, deswegen ist die Kanon eine Mischung aus Zupf- und Schlaginstrument. Wir haben die Kanon als orientalische oder kleinasiatische Schoßharfe ins Deutsche übersetzt, weil als Zither können wir sie nicht betrachten, weil eine Zither kann man nicht wirklich in dem Sinne, also wie die Santur, spielen, sondern wir nennen sie einfach Schoßharfe, weil, wenn wir die Augen zumachen und uns die Kanon anhören, dann hat sie so einen soften Klang, was eher einer Harfe gleichkommt. Die Kanon stimmen wir mit einem Stimmschlüssel. Ja, die ist innen viereckig, außen hat sie einen Griff, damit man sich schön halten kann, und mit den Wirbeln stimmen wir sie. Verschiedene Musikerinnen und Musiker verwenden die Kanon mittlerweile in Genres, was man heutzutage Oriental oder Ethno-Jazz nennt. Fasesai hat Kompositionen in der klassisch-europäischen Musik gemacht, in der Istanbul-Symphonie. Hauptsächlich im türkischen Raum ist sie im klassisch-türkischen oder im volkstümlichen Raum. Im Griechenland hat sie auch ihren Platz gefunden in den Laikos und selbst in den Repetikos. Und im Iran, Irak, Syrien, einem kompletten arabischsprachigen Raum hat sie durchaus ihre Popularität. Die Kanon ist irgendwann mal circa ums 18., 19. Jahrhundert rum aus der Bildfläche verschwunden und sie ist erst dann wieder gekommen, als sozusagen Kanuni Arif Bey die Kanon wieder neu entdeckt hat. Der Grund, wieso sie verschwunden ist, sind diese Stege. Diese Stege sind wie die schwarzen Tasten auf dem Piano, nur dass wir hier nicht nur Ganz- und Halbtöne oder wie bei den arabischen Kanons Vierteltöne haben, sondern dass wir Mikrotöne haben, also Kleinsttöne, womit wir an unserer Intonation je nach Makam, also je nach Tonleiter, arbeiten können. Nachdem diese Stege erfunden wurden, ist die Kanon viel einfacher geworden zu spielen, weil man nicht mehr diese Holzstückchen unten drunter hin und her schieben musste, um die Stimmung zu finden, sondern man klappt sie einfach nach oben und dann nach unten und somit ist das Instrument allgemein populärer geworden. Der Grund, wieso das Kanon nicht in der Versenkung der Geschichte verschwunden ist, verdanken wir einer Legende nach dem osmanischen Harem, weil die Damen im Harem wurden in den schönen Künsten ausgebildet und da wurde immer noch sehr viel Kanon gelehrt und irgendwann mal kam das wieder raus aus dem Harem und ins ganz normale Volk und ist sozusagen so
geworden, wie es jetzt ist. Es gibt verschiedene Formen der Kanon. Einmal eine 30-seitige oder 32-seitige, das wird eher im arabischen Raum benutzt, mit nur 4 Stegen. Und dann gibt es die kleineren 26 bis 27 Töne, Entschuldigung, nicht Saiten, 27 Töne, kleinere für bis 24 oder 26. Das hier ist eine Kanon, die in der Türkei, in der Hafenstadt Izmir gebaut wurde, von Ejder Usta. Es gibt sehr gute Kanonkonstrukteure auch in Istanbul, Athen, Saloniki und natürlich im gesamten arabischsprachigen Raum. Interpreten unserer Zeit sind Erol Deran, Göksel Baktagir, Taner Sayacıoğlu und noch unzählige Namen aus dem gesamten Raum, aus Griechenland, Türkei und dem arabischsprachigen Raum. Was interessant ist, wir haben auch heutzutage japanische oder auch südafrikanische Kanonspieler und Interpretinnen. Und natürlich, das Instrument ist mittlerweile über die ganze Welt verteilt. Die Kanon ist deswegen Kanon genannt, also als Gesetz genannt, weil man alle, in diesem Fall 78 Saiten, stimmt und alle anderen Instrumente sich dann nach dem Instrument stimmen. Und die Kanon wurde meistens nach der Ney gestimmt, die ja eine Schilfrohrflöte ist und somit auch feste Töne hat, die man so nicht verändern kann. Wir haben, wie schon gesagt, nicht nur Ganz- und Halbtöne, sondern auch Mikrotöne. Mikrotöne kann man im Gesamtkontext so nicht raushören. Das heißt, klingt genauso wie. Nur wenn wir näher ranhören, können wir sehen, dass die dritte Stufe tatsächlich einen Mikroton besitzt und somit tiefer ist. Manchmal ist der Mikroton tiefer oder die Mikrotöne. Und manchmal ist sie einfach nur ein ganz normales Flat oder Sharp. Ich spiele euch ein Lied vor, das Üsküdar heißt. Das ist ein ganz populäres Lied, das es vom Balkan bis an die Levante geht und gibt es in 16 Sprachen. Auf Türkisch heißt das Üsküdar und Üsküdar ist ein Stadtteil im anatolischen Teil von Istanbul.